Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die GmbH-Übernahme. Wann lohnt sich das? Oder anders gefragt, worauf sollten Sie achten? Mitarbeiter oder Gewinn, Image, Konkurrenz? Was ist es letztendlich? Das bespreche ich mit Tietje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, vielen Dank für die Einladung. Jetzt geht es ja hier um GmbH-Übernahme. So, angenommen, ich möchte jetzt eine GmbH übernehmen. Worauf muss ich aufpassen? Ja, also der erste Punkt sollte sein, nicht, dass du auf den Gewinn schielst, sondern es geht um, sag ich mal, die Mitarbeiter beispielsweise, weil du in dem gleichen Bereich bist und du brauchst Mitarbeiter. Oder Historie des Unternehmens, Image. Das sollten die allerersten Punkte sein, denn Gewinn ist sekundär. Es geht nicht um den Gewinn? Nee, der Gewinn kann ja nur eine Blase sein. Also das ist ja kein Selbstzweck. Du kaufst ja nicht den Gewinn, sondern du kaufst ja ein operatives Unternehmen. Und das hängt ja, der Gewinn ist ja nur das Endergebnis aus allen ineinandergreifenden Prozesse. Und ob du in der Lage bist, dieses Unternehmen genauso zu führen, ob du die gleiche Akzeptanz bei den Kunden hast, bei den Mitarbeitern, da sind so viele Faktoren, die auf diesen Gewinn wirken können. Der Gewinn darf nicht der allererste Ansatzpunkt sein. Das ist der zweite. Wenn du dann sagst, ja, vom Grunde her, das ist mein Metier, da kenne ich mich mit aus, das hat eine gute Historie, das kann mich persönlich weiterbringen, ich traue mir das zu. Dann siehst du, okay, was für einen Gewinn hat das bisher gemacht, aber geh nicht davon aus, dass du diesen Gewinn zwingend auch bekommst, dass du den auch erzielst. Ne? Also wie gesagt, das ist eher so eine nette Gegebenheit, das muss aber bei dir nicht zwingend so aussehen. Deswegen sollte das auch nicht dein erster Fokus sein. Ne? Also lieber ein bisschen längeren Atem, nicht gleich auf einen schnellen Gewinn, eine schnelle Gewinnmitnahme spekulieren, sondern eher andere Faktoren das spielen zu lassen. Ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel mittelständischer Handwerker bin oder ein kleiner Handwerker bin und ein anderes Handwerksunternehmen übernehmen möchte, verhält sich das ja nochmal anders, als wenn ich jetzt irgendwie ein großes Unternehmen habe. Was sind da die Feinheiten, auf die ich achten muss? Ja, also das ist natürlich schon mal gut, es ist dein Bereich, du kennst dich damit aus, ne, dann geht es also wirklich Image, bla 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 und dann gehst du gleich schon in die Fragestellung, wie lange sind die Mitarbeiter dabei? Wie lange werden die noch dort arbeiten oder gehen die morgen alle in Rente? Dann, was ist das für ein Kundenstamm? Ist der veraltet? Also im Prinzip die Due Diligence ist hier der Punkt. Wann wurde die letzte Umgestaltung gemacht? Wie ist das steuerlich aufgestellt, das Unternehmen? Gibt es ein internes Kontrollsystem? Wie ist das Rechnungswesen aufgebucht? Ist es papierlos? Ist es mit Papier? Wie sind die Prozesse? Das sind deine Hauptfaktoren, die dann noch für dich von Bedeutung sind. Und nicht zuletzt ja bei ganz kleinen Unternehmen, wie ist die Akzeptanz meiner Person selbst in dem Unternehmen? Wenn jetzt die Mitarbeiter beispielsweise gewohnt waren, immer mit einem Chef zu reden, dann plötzlich einen neuen Vorgesetzten bekommen, kann das ja auch ganz schnell auf die Moral innerhalb des Unternehmens schlagen. Total. Und wenn du da keine Akzeptanz bei den Mitarbeitern hast, dann gehst du gerade bei so kleinen und mittelständischen Unternehmen, dann gehst du sofort unter. Ne? Da hast du gar keine Chance. Wenn ich jetzt eine GmbH übernehmen möchte, kann ich dann mit diesem Vorhaben auch zu dir kommen? Bekomme ich bei dir Beratung darüber? Jein, muss ich dazu sagen. Dafür hat man üblicherweise einen M&A-Berater, der sich wirklich um die gesamten Bewertung, um die Due Diligence, um alles auch kümmert und dich insoweit auch berät. Ich bin eher so die Flankierung, wenn die M&A-Berater nochmal eine Gestaltung benötigen, um den Kaufpreis zu erhöhen. Das machen wir manchmal durch bestimmte Umgestaltungen. Da erzeugen wir steuerfreien, abschreibbares Potenzial. Das ist ein Tax Shield, das kommt in die Unternehmensbewertung mit rein. Das erhöht den Kaufpreis oder den Verkaufspreis. Und auf der anderen Seite löst das aber, ich sage jetzt einfach mal nur 1,5% Steuern aus. Ne? Da werden wir mit einbezogen. Ob man das Geld dann bekommt, ist eine andere Frage. Aber es ist ja immer gut, wenn man erstmal eine größere Betrag zum Anbieten hat, um den man redet, als einen kleineren. Also da bin ich dann so flankierend nur dabei. Aber nein, es ist der M&A-Berater. Aber steuerlich kann ich aus beiden Richtungen zu dir kommen. Sowohl wenn ich eine GmbH übernehmen möchte, als auch wenn ich meine GmbH zur Übernahme freigeben möchte. Definitiv. Also das ist auch der Grund, entweder macht es der M&A-Berater auch oder es kommen genau diese Mandanten auf mich zu und sagen, Mensch, ich will ein Unternehmen kaufen, gucken Sie sich das mal an, wie können wir das steuerlich optimal aufstellen.
Und ich meine, dann mache ich halt die Lösung aus der Perspektive des Käufers. Ne? Bei der GmbH-Übernahme also an die richtigen Leute wenden, wie zum Beispiel an dich, und vor allem nicht zu spät. Das ist genau richtig. Lieber zu früh als zu spät. Also eine GmbH-Übernahme kann ich hervorragend gestalten, weit über die Steuern hinaus, also in der Nachfolge, im Image, in der betriebswirtschaftlichen Perspektive. Es ist sehr vieles möglich, aber wir brauchen natürlich Zeit. Und das gilt sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer. Also für beide Parteien kann ich sehr, sehr viel machen. Wenn Ihnen hier das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.